Herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute wieder mal nach langem zu einem Zugfahrvideo und zwar aus dem Untergrund. Ich hatte heute vor, euch eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit zu erzählen. Rita hat dann gesagt, das ist sicher so langweilig, dass sie das niemand antun wird. Habe ich mir gedacht, okay, wir machen das ein bisschen interessanter. Wir sitzen hier am Boden. Uns geht's gut, oder Rita? Mir geht's sehr gut. Ich mache mir nur Sorgen um meinen Hogwarts-Express. Ja, wir haben heute ein Video vor mit euch, welches dieses Meisterwerk von einem Lego-Teil als Hauptdarsteller hat. Es ist die 9-Volt-Kreuzung, die es leider ja schon lange nicht mehr gibt. Und wir haben hier zwei kleine Schienenkreise aufgebaut, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie ihr seht, zwei Schienenkreise, das kann man mit 9-Volt-Schienen machen, natürlich genauso wie mit den modernen Plastikschienen, so wie wir das jetzt gemacht haben. Ja, ein Misch. Weil wir hier hätten wir sogar eine Steckdose gehabt, aber das ist irgendwie ein bisschen bequemer gewesen, jetzt zum Aufbauen ein bisschen schneller. Und das ist ein doppelter Schienenkreis, der euch nur demonstrieren soll, wie viel Spaß speziell ich früher mit Lego Eisenbahnen hatte. Und zwar seht ihr ja, sind das zwei Schienenkreise mit zwei Kreuzungen und die, ja, beiden Schienenkreise kreuzen sich. Was passiert jetzt hier? Ich steuere natürlich, wie könnte es anders sein, mit meiner rechten Hand die rote Rakete und Rita ist dort drüben mit dem etwas moderneren Hogwarts-Zug unterwegs. Und wir fahren beide auf unseren Schienenkreisen und ihr seht, die Schienenkreise natürlich kreuzen sich. Was passiert jetzt? Die kreuzen sich zweimal und man weiß ja, dass Lego natürlich, wenn mal ein Unfall passieren sollte, wieder aufzubauen ist, jedenfalls meistens. Was kann man hier jetzt machen? Man kann hier fahren und man kann hier jede Menge Spaß haben. Okay, ja genau, das habe ich gemeint. Auf jeden Fall wollte ich euch das nur zeigen. Ich habe als Kind jede Menge Spaß gehabt. Mit natürlich größeren Schienenkreisen als den hier oder die beiden hier. Wir haben da auch nicht nur zwei Schienenkreise ineinander gebaut, sondern insgesamt, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, so kann ich wieder fahren? Ja. Ja, bitte aus der Bahn. Ihr müsst euch vorstellen, vielleicht habt ihr es ja gesehen bei unserem 1000 Video Spezial, das war ja schon so lange her. Jetzt wird es zum Beispiel wieder knapp. Ich bin gespannt, ob Rita stehen bleibt, weil ich habe meinen Controller hier am Boden liegen. Sehr brav gelernt in der Fahrschule. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Ich werde den Controller nicht in der Hand haben. Okay. Richtig, ja. Das Layout war ja irgendwann in unserem 1000 Abo Spezial, haben wir euch das gezeigt, war ja hier schon mal eine Art Lego-Stadt aufgebaut, wobei hier fast nur Schienen waren. Jetzt wird wieder interessant bei Rita. Ja, sie bleibt stehen. Sehr gut. Der hintere Teil hier hat schon existiert von den Tischen her ungefähr bis dort, wo das Riesenrad und das Windrad jetzt stehen. An der Vorderseite waren ein paar Modular Buildings aufgestellt, aber das ganze andere Layout war voll mit Schienen und ich lüge euch nicht an, ich muss direkt schauen, ob ich nicht doch noch auf meinem alten Handy irgendwo Fotos und Videos von diesem Spaß habe. Wir hatten hier 7 Schienenkreise. Ach hey. Wir hatten hier 7 Schienenkreise oder zum Teil sogar 8, die natürlich noch um ein Vielfaches größer waren als diese beiden hier. Bitte fahren Sie. Und insgesamt hatten wir dort, ich glaube, um die 40 Kreuzungen verbaut. Die habe ich dann noch, wie die 9-Volt-Ära aus war, ganz billig gekauft. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie viel Spaß das war. Ja, wir haben, ich glaube, an die 50 Kreuzungen, um die 40 habe ich verbaut gehabt. Und ja, weil natürlich jede dieser Strecken mit, ja, ich sage mal, mindestens 4, wenn nicht 5 anderen verbunden war. Das war dann natürlich so, ich muss schauen, ob ich da noch irgendwo Videos habe. Ich habe schon geschaut, ich habe aber nichts mehr gefunden. Das war dann natürlich so, dass zum Teil 3 oder 4 Kreuzungen direkt nebeneinander waren. Ach je. Er fängt sich. Ich glaube nicht, dass das noch was wird. Aber er hält sich ganz gut. So, jetzt ist vorbei. Also, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt spannend oder langweilig findet. Oh nein. Egal. Bitte, Rita, ich brauche deine Hilfe. Hier ist wieder die Kupplung. Oh, jetzt werden wir.
Es geht sogar. Warum auch immer. So lustig, denn es ist ja nicht mit Magnet verbunden, Nein, sondern der ist ja mit... Ich weiß nicht, wie er fährt wie von Geisterhand. Aber ihr könnt euch denken, hier wurden natürlich Zugrennen gefahren, es gibt hier jede Menge Kreuzungen, dann kann man natürlich auch, wenn man zum Beispiel nur 3 Freunde mit hatte, es aber insgesamt 5 Zugstrecken gibt, kann man natürlich auch diverse Ghost Trains fahren lassen. Das heißt, man stellt die Züge einfach auf eine beliebige Geschwindigkeit ein und lasst sie fahren. Die haben dann natürlich immer Vorrang. Bei den anderen haben wir es meistens so gemacht, dass wir so gehandhabt haben, dass mehr oder weniger das Gesetz des Schnelleren gegriffen hat. Das heißt, der zuerst mit seiner Magnetkupplung in der Kreuzung war, hat dann im Endeffekt auch Vorrang gehabt und der andere musste stehen bleiben und diverse Unfälle wieder gut machen und die Züge wieder in die Gleise stellen. Ist natürlich interessant, wenn hier, so wie zum Beispiel ich euch das gezeigt habe, wenn hier 3 oder 4 Kreuzungen nebeneinander sind und man will noch schnell über die Kreuzung fahren, dann kommt aber schon der sagenumwobene Ghost Train, oder zum Teil haben wir auch 2 fahren gelassen, die natürlich immer Vorrang haben und wo keiner beim Controller sitzt. Das waren dann teilweise wirklich Massenkarambolagen. Ich kann mich erinnern, ich wollte zu Beginn dieses neuen Layouts hier, dem hier Wild City, auch mindestens 2 ineinander verwobene Schienenkreise bauen, weil ich mir gedacht habe, das muss einfach sein, das wäre total cool. Habe es aber dann nicht machen können. Infrarotcontroller nimmt gerade das Signal nicht an, wahrscheinlich weil ich außer Reichweite war, außer Sichtweite. Ist sich nicht ausgegangen, weil die Schienen einfach so immens viel Platz brauchen. Aber irgendwann bauen wir wieder mal ein Layout auf. Ich habe dann mal geglaubt unter der Stadt, aber da ist sich das auch irgendwie natürlich nicht ausgegangen mit den vielen Kisten, die wir da stehen haben. Irgendwann kommt mal wieder ein riesengroßes Zuglayout, welches sich kreuzt, dass sich die Balken biegen und dann wird da wieder gefahren. Natürlich, ihr seht, man kann auch ein bisschen aggressiver fahren und immer dem einen grünen Waggon. Es ist immer das Gleiche. Moment, mit einer Hand geht es ein bisschen schwierig. So, und wieder rauf. Aber meistens passiert nicht viel und dann fällt halt mal ein Zug um oder es passiert mal ein kleiner Unfall. Natürlich, je größer die Schienenkreise, desto cooler ist das. Was wir euch nur fragen wollen ist, habt ihr das als Kind auch gemacht? Es ist ja sehr naheliegend mit den Kreuzungen. Man muss ein bisschen aufpassen natürlich, dass man keinen Kurzschluss erzeugt bei den 9 Volt Schienen. Aber im Normalfall, also wenn immer dieser grüne, jetzt glaube ich, ist es Zeit, das Video zu beenden. Natürlich, das sind 2 getrennte Schienenkreise. Meiner und Ritas Schienenkreis sind komplett voneinander getrennt von der Stromführung. Das ist besonders wichtig, wenn man da eine 9 Volt Schiene fahren lässt. Aber ich darf zum Beispiel nicht, wenn das hier eine 9 Volt Schiene wäre, wenn das mein Schienenkreis ist, dass der dann dort vorne auf einmal in Ritas Schienenkreis übergeht oder mit einer Weiche auf die andere Seite rübergeht, damit ich darf nur einen Trafo pro Schienenkreis anstecken, so wollte ich sagen. Ich bin kein Elektriker, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ihr wisst, was ich meine. Da hätte ich sicher schon 10 kurzschlüssig. Ja. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Sagt uns in den Kommentaren, schreibt uns rein, ob ihr sowas auch als Kinder gemacht habt und wie das war. Wir hatten auf jeden Fall da jede Menge Spaß. Also da konnte nicht mal das gute Nintendo 64 mithalten. Zum Teil, das blieb ausgeschaltet den ganzen Tag, weil eben das mit den Lego-Zügen und hier mit den Kreuzungen noch mehr Spaß gemacht. Man musste natürlich auch immer versuchen, den anderen Zug zu den Gleisen zu bringen, ohne dass man seinen eigenen irgendwie von der Schiene runterhaut. Aber ja, jetzt ist genug, sonst wird Rita noch böse auf mich, weil ich ihren Hogwarts-Zug zerstört habe. Viel Spaß auf jeden Fall auch beim Zugfahren. Ja. Ihr wolltet ja wieder mal ein Zugvideo, jetzt habt ihr eines, ein bisschen ein anderes. Aber ihr seht, wir hatten Spaß. Ja, da darf es wenigstens mal ein Gleis. Ja, richtig. Dann bis zum nächsten Mal und lasst eure Züge fahren. Tschüss. Tschüss.